Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Direkt gefragt, einem der jüngsten Politikmagazine und sicherlich das krasseste Politikmagazin auf YouTube. Wir wollen heute von euch wissen, welche Politiker ihr richtig gerne mögt und welche ihr gar nicht leiden könnt. Gar nicht. Dein Lieblingspolitiker weltweit wäre? Sowas gibt es bei mir nicht, habe ich keine. Okay. Und ein Politiker, eine Politikerin, die du gar nicht leiden kannst, Na, da sitzen gerade viele in unserer Bundesregierung. Wenn du einen nennen könntest? Ich kann mich nicht entscheiden. Kickel, Strache, Kurz, mal für den Anfang. Tell me your most favorable politician worldwide, if you can choose one. Who would it be? So I'm from Romania. So I would say Klaus Iohannis, our president. I think he did quite a good job and is doing so far quite okay. What is he doing? Just shortly, briefly, fighting corruption or? So we do have quite a lot of corruption in the government at the moment, and even though he doesn't have so much official power, he is listening to the people and he's trying somehow to convey what the people are saying. Yeah. And now give me an example for your least favorable politician worldwide again. It's a very common answer, I think. It is Donald Trump. I just think that there was always a lot of right-wing ideas going on, but I think the fact that he, as a president of one of the biggest nations in the world, supports it, I think that it's very, very dangerous. And people might think that these right-wing ideas are actually okay and could gain a bigger momentum. And like last question, the most disgraceful thing that you heard from Donald Trump, if you could choose one, what would it be? It's difficult to think of, but I can mention... There is so much. Yes, but I can mention recently his wife wearing the coat with "I don't care." I think as a first lady, any statement you make is a statement, and I think that was just a complete slap to the face to everyone now. You mean in regard when she went visiting the Mexican border for the deporting children, right? When there was the conflict, exactly, that the children were separated from the parents, yes. Nennt ihr mir einen Politiker oder eine Politikerin, die ihr sehr gut findet? Sehr gut, ein bisschen schwerer eigentlich. Ich kenne nicht so viele aus Österreich, aber ich kann aus Rumänien ein paar sagen. Vlad Voiculescu, er war Minister für Gesundheit in Rumänien und er hat gerade in Wien studiert. Deine Meinung? Ja, ich finde das auch, weil ich auch aus Rumänien bin. Und zum Beispiel ein Politiker, den ich gut finde, ist Donald Trump, obwohl zum Beispiel viele Jugendliche nicht dieselbe Meinung haben. Ich finde, dass er traut sich eigentlich so viele Sachen zu sagen, die normalerweise nicht gesagt werden, und ich finde das extrem gut, und he tackles a lot of subjects that everyone's too scared to tackle. Yeah. Okay. Like, for example, what he tackling that others are too scared of to tackle, like deporting children, or? Not deporting children, but the issues of immigration, because everyone is maybe being too hard on him because of what he does, and I don't think that's the case. Mal wieder Deutsch zu sprechen. Das passt schon. Wir können auch Untertitel, die Leute verstehen auch Englisch, hoffe ich, die zusehen. Und ein Politiker, eine Politikerin, die oder den ihr gar nicht leiden könnt, der furchtbar ist? Aber wir sind hier einig. Ja, also ich würde hier auch Donald Trump sagen eigentlich. Also ja, okay, also unterschiedliche Meinungen. Ja, das kann man nicht so machen. Also nur Kinder von ihren Eltern nimmt und solche Sachen. Auch zum Beispiel auch DACA, das Ding mit DACA, dass er sehr viele Kinder deportieren will. Und, ja, aber er macht auch schon gute Sachen, also das mit Nordkorea und mit Südkorea, das finde ich gut. Und, also Korea ist gut, der Umgang mit Korea ist gut, meinst du? DACA ist furchtbar, ja? Okay. Es ist Deine Meinung? Unterschiedlich in jedem Aspekt, weil man kann sehr gute Aspekte finden und auch schlimmere. Niemand ist eigentlich perfekt, deshalb. Aber verrätst du mir jetzt einen Politiker, den du gar nicht magst? Aus Rumänien sicher, Dragnea. Ja. Warum? Wer ist das? Was macht er? Extrem korrupt und einfach nur persönliche Interessen. Wenn Sie einen aussuchen müssten, wer wäre Ihr Lieblingspolitiker, Ihre Lieblingspolitikerin weltweit? Also weltweit
kann ich jetzt gar nichts sagen. Das ist, also, Sind alle furchtbar? sind alle gleich schrecklich. Ja. Nein, also ich könnte jetzt gar nichts sagen. Ja. Vielleicht noch unseren Bundespräsidenten, den finde ich irgendwie sehr, ja, Moderat auch. moderat und ja, okay. Und einen, den Sie so richtig gar nicht leiden können, wer wäre das, wenn Sie einen aussuchen würden? Ja, also HC Strache ist für mich nicht wirklich jemand, den ich sehr sympathisch finde, aber ja, Wieso das? seine Ansichten, seine Haltung bin ich absolut nicht einverstanden. Also. Welchen Politiker können Sie gar nicht leiden, wenn Sie einen aussuchen müssten? Also Kurz. Sebastian Kurz? Sebastian Kurz, ja genau. Und welchen Politiker mögen Sie? Haben Sie auch einen, den Sie mögen? Und Strache. Lassen wir mal den nächsten Fragen bei direkt gefragt. Hallo, sorry. Dürfen wir dir kurz 2 Fragen stellen für direkt gefragt? Nicht? Okay, danke trotzdem. Nennst du mir deinen Lieblingspolitiker? Die Merkel. Und ein Politiker, Politikerin, die du gar nicht leiden kannst? Sebastian Kurz. Nennst du mir einen Politiker, den du sehr gerne magst? Fehlanzeige. Gibt es keinen? Es gibt keinen, nee. Alle schlecht, alle furchtbar? Ja. Auch Politikerinnen. Das ist eine nicht zu beantwortende Frage. Und wenn du jetzt sagst, alle sind so schlecht, aber wer ist der Allerschlimmste oder die Allerschlimmste Politikerin, die dir einfällt? Ja, unter den gegebenen Voraussetzungen würde ich sagen Sebastian Kurz.